Ja, hey Leute, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, endlich aus der Krippe draußen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir jetzt da drin verbracht haben. Ich glaube, es waren 3 Folgen oder so, 50 Minuten, oder? Also fast 3 Stunden lang waren wir in dieser Krippe unterwegs und das meiste waren halt echt irgendwie Kämpfe gegen die Githyanki, die ziemlich hart waren. Aber jetzt haben wir es geschafft und ich hoffe und denke, dass wir jetzt wirklich zu den Türmen des Mondaufgangs aufbrechen können. Sonst zieht sich das Ganze hier wirklich ziemlich lange. Und ja, wo müssen wir dazu hin? Ich glaube, wir müssen erstmal hier wieder zurück, oder? Ich schaue hier nochmal auf die Karte. Hier hinten, oder? Reist über den Gebirgspass. Eigentlich könnten wir ja dann hier am Kloster diesen Teleporter benutzen, um wieder schneller voranzukommen. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg wieder hochlaufen, ich glaube. So sparen wir uns einiges an Zeit. Müsste hier sein, oder? An diesem alten Siegelkreis. Gut. Wir möchten wieder hier hin. Schöne Musik, die hier gerade im Hintergrund läuft, gefällt mir. Und ja, jetzt sind wir wieder auf diesem Weg und wir müssen hier hinten hin, Reise über den Gebirgspass. Alles klar, und dann machen wir das doch mal. Ich hoffe, wobei war das dieser Weg, wo uns hier so viele Gegner erwarten? Weil ich habe eigentlich keine Lust, gegen zu starke Gegner zu kämpfen. Aber ich glaube, wir müssen hier entlang. Da hilft nichts. Wir können ja auch alle in den Schleichmodus gehen, oder? Ja, so funktioniert das STRG oder irgendeine andere Taste und ja, und hier haben wir halt diese Todeshirten. Ich glaube, da laufen hier 2 oder 3 rum. Ich weiß gar nicht, wie wir hier an denen vorbeikommen. Ich glaube, die sind einfach viel zu stark für uns. Wobei, wenn wir hier entlang laufen... Ich glaube, wir müssen gegen die kämpfen, um hier weiterzukommen, oder? Da führt kein Weg dran vorbei. Okay, ich mache kurz eine lange Rastunlage und dann versuchen wir gegen die zu kämpfen. Das müsst ihr euch, glaube ich, jetzt nicht mit anschauen. So, da sind wir wieder. Ich habe mal die Typen hier erledigt. War ziemlich schwierig, diese Todeshirten. Die konnten sich ja auch irgendwie gegenseitig wiederbeleben und so. Und jetzt sind wir natürlich überladen. Das ist super. Ich würde sagen, wir schicken wieder ein bisschen Krempel einfach ans Lager, damit wir hier direkt weitermachen können. Wie gesagt, ich habe den Kampf jetzt ein bisschen übersprungen, weil ich denke, dass das nicht allzu interessant ist. Wir wollen ja mehr von der Story sehen, glaube ich. Oder je nachdem halt. Ich meine, wenn ihr sagt, ihr schaut die Kämpfe auch gerne komplett an und die sind nicht zu langweilig, dann können wir das natürlich auch gerne machen. Oh, hier haben wir eine Ritterrüstung. Ich würde aber sagen mal, Lae'zel sammelt hier ein bisschen ein. Und ich muss sagen, Lae'zel ist ziemlich gut. Also wenn wir die im Nahkampf haben, die macht gut Schaden und hat geile Fähigkeiten. Also die im Team zu haben, bringt es eigentlich voll. Das habe ich total unterschätzt. Trotzdem hätte ich gerne auch wieder Gale in der Gruppe. Ich weiß also nicht, wie wir das machen, ob wir Lae'zel behalten oder ob wir doch lieber Gale in die Gruppe mit aufnehmen. Und jetzt ist Lae'zel überladen. Das ist auch ein bisschen schade. Ich sende hier einfach wieder ein bisschen was an unser Lager. Und warum Astarion seine Nahkampfwaffen verloren hat, weiß ich gerade gar nicht. Der hatte die irgendwie nicht ausgerüstet. Aber jetzt hat er sie auf jeden Fall wieder. Gut, und wo müssen wir jetzt hin? Hier, Reise über den Gebirgspass. Ich denke, das ist hier dann der richtige Weg, damit wir weiterkommen. Weil wir ja zu diesen Türmen... Oh, was haben wir da? Ich glaube, eine Schaufel haben wir noch bei uns. Dann können wir hier ein bisschen rumgraben. Sehr schön. Und was haben wir da? Ein bisschen Gold und eine Schriftrolle. Und wer steht da? Müder Wanderer. In einem... Es sieht aus wie Gandalf, aber... in einer sehr schicken roten Robe. Ich hoffe, der ist uns nicht feindlich gesonnen. Der hat 185 Lebenspunkte. Jetzt bin ich gespannt, was bei dem hier passiert. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale?
Oh, jetzt wäre es interessant gewesen, Gale dabei zu haben. Darf ich zur Fragen wagen, ob ihr zu euren Reisegefährten womöglich auch einen Mann zählt, dem der Name Gale gegeben ist? Ja, direkt zu sagen, ja, dem ist tatsächlich so, er rastet im Lager, ist ein bisschen gefährlich. Ich würde erstmal hier, darf ich zur Fragen wagen, wer zur Fragen wagt? Should it be the nature of our acquaintance that interests you? Well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown? I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Ormar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this limbo of indecision, but settle on your knowledge of the individual I seek. Ja, der Typ hat eine sehr interessante Ausdrucksweise. Ja, ich kenne Gale, er befindet sich in unserem Lager. Wenn er ein Freund ist, kann er vielleicht Gale helfen. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Es wäre mir ein Vergnügen, oder ihr werdet gewiss keine Mühen haben, unser Lager ohne meine Hilfe zu finden. Wir sehen uns später dort. Nee, wir gehen mal direkt zu unserem Lager. Würde mich schon interessieren, was es mit diesem roten Magier da auf sich hat. And I would confirm it to be so. Please, after you. My thanks for your excellent guidance. Ah, and yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Naja, jetzt macht es aber sehr spannend. Jetzt möchte er erstmal essen und sich erholen, bevor er uns sagt, was eigentlich Sache ist. Ja, Gale, wo ist euer Dekorum? Wir können schon ein wenig von unseren Rationen entbehren. Ich nehme für gewöhnlich keine Vagabunden auf. Ich denke, wir nehmen das zweite. Geben wir ihm einfach ein bisschen zum Essen. And a great kindness that would be. See, Gale? Even in these barren parts, the art of hospitality begets inspired new works. If only one keeps up the practice. Oh, for the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers.
Ich komme in Mistras Auftrag. Die Botschaft und der Auftrag, die ich bringe, stammen von ihr. Ja, der redet ziemlich viel und ziemlich lang. Ihr wurde tatsächlich als göttlicher Bote geschickt. Welche Botschaft und welcher Auftrag wären das? Dann sprecht schnell, denn nichts hiervon betrifft mich. Ist Mistras nicht diese eine Gottheit, also die Schwester von dieser einen Gottheit, die Schattenherz anbetet? Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall. Ihr wurde tatsächlich als göttlicher Bote geschickt. Oh, Mistra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. And I trust you've told your fellow traveler here the nature of your ills. I can't say that so far I've volunteered the entire truth. Do you mean to say you've never bothered to disclose how dangerous you are? Not in so many words. No. Then you two have much to discuss after I'll have taken my leave. In short, Gale, through his own doing, has become a living explosive that could wipe from this world this very gathering, and much more besides. For his folly, Mistra forsook him, but now she has decreed he is to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Ja, also Gale ist eine lebende Bombe oder so. Das ist ja uns schon damals aufgefallen, als wir aus Versehen oder als aus Versehen Gale gestorben ist, und dann kam der irgendwie als Geist zurück und hat behauptet, wir müssen ihn wiederbeleben, weil sonst was ganz Schlimmes passiert, wenn er nicht leben würde und irgendwie das Schicksal der Welt davon abhängig ist oder sowas. Außerdem haben wir ihn ja die ganze Zeit mit Items versorgt und jetzt erfahren wir vermutlich so langsam, was wirklich mit ihm los ist. Was können wir jetzt hier sagen? Wenn die Göttin selbst davon weiß, würde ich eine kleine göttliche Intervention nicht ablehnen. Klingt ganz gut. Es klingt, als wäre Gale die ganze Zeit über die tückischste aller bösen Mächte gewesen. Nee, das finde ich Schwachsinn. Wenn selbst die Götter es wissen, warum stellen wir uns diesen Gefahren allein? Ihr wisst nicht zufällig von einem Heilmittel, einem allmächtigen, Parasiten schrumpfenden Zauber vielleicht? Ja, nehmen wir das erste. Die Göttin könnte jetzt selber mal auftauchen und mit uns sprechen. The very purpose of my presence. In a roundabout sort of way. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistra's belief that only you can. Darum bin ich gekommen, Gale, um euch mit ihrer Zerstörung zu beauftragen. Es ist Mistras Überzeugung, dass nur ihr das könnt. Ja, ich vermute mal, Gale kann das nicht ohne unsere Hilfe. Nur Gale wie das. Mistra irrt sich. Ich werde die Absolute vernichten. Gewäsch, müßige Überzeugungen und falsche Hoffnungen. Ja, auch wenn es ein bisschen arrogant klingt, denke ich hier, dass sich Mistra ein bisschen irrt. Ich denke, wir werden die Absolute vernichten, beziehungsweise halt wir als Gruppe zusammen. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. That which renders him so dangerous is an orb of Netherese origin that is buried within his chest. And that, Gale, is how we arrive at the heart of my directive. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help.
or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Blöde Frage hier. Also Gale ist ja jetzt quasi so eine lebende Bombe und bekommt jetzt quasi einen Selbstzerstörer von dieser Gottheit in die Hand gelegt. Dafür müssen wir ihm keine Items mehr geben, was schon mal gut ist. Das heißt, er kann sich als Bombe quasi immer zum Explodieren bringen, wann er möchte. Und es wird nicht mehr einfach passieren. Aber geht er dann nicht auch drauf, wenn er das macht? Also stirbt Gale dann nicht, wenn er diese Explosion oder was auch immer auslöst. Außerdem muss ich sagen, dass mir die Traumbesucherin, die wir gerade auch kurz hier gehört haben, immer besser gefällt. Auf jeden Fall, das ist monströs. Ihr verlangt von ihm, sich selbst zu töten. Ja, genau, darauf wollte ich ja hinaus. Sagt, was ihr wollt, doch ihr könnt Gale nicht zwingen, das durchzuziehen. Wir werden die Absolute und Gale mit einem Streich los. Doppelt schön. Ja, ich nehme das zweite, er kann Gale nicht zwingen, sagen wir das einfach. Oder das erste. Ja, ich denke, von den 3 Optionen ist die zweite am besten. No, indeed. But I think she trusts me too. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mistra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mistra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Hokus Pokus. Und jetzt ist Gale eine Bombe mit Schalter oder so. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Okay, wir bekommen die Verantwortung über Gale. Bei meiner Ehre, es wird geschehen. Es liegt noch eine lange Reise vor uns. Wir finden einen anderen Weg. Ich bin nicht sein Hüter und ich akzeptiere euren Auftrag nicht. Ja, also nehmen wir einfach mal das zweite. Es ist noch ein langer Weg und wir werden mal sehen, was passiert. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Ja, und da hat sich dieser Elminster in Luft aufgelöst. Jetzt können wir auch nochmal mit Gale sprechen. War jetzt ein etwas längeres Gespräch. An audience with Elminster is never less than memorable. I suppose it's time we dealt with the Hollyphant in the room. You have questions for me? And I promise I have answers. Okay, ich dachte, diese Folge werden wir wirklich über den Gebirgspass kommen, aber jetzt ist dieser rote Magier oder Zauberer aufgetaucht. Auf jeden Fall, was ist diese Kugel, von der Elminster gesprochen hat? Ah. Well, that's a rather long and complicated story. I'm what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time she became my muse. And later even my lover. Ernsthaft?
Habe ich das gerade richtig gehört und gelesen jetzt? Wollt ihr etwas sagen? Ihr habt mit einer Göttin geschlafen. Ja, das würde mich jetzt hier interessieren. Aber Gale scheint ein ziemlich großes Talent zu haben. Selbst eine Göttin ist auf ihn aufmerksam geworden. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Jetzt wirklich. Body, mind and soul. Das klingt ja interessant, also das klingt jetzt wirklich See, interessant. no matter how powerful a wizard we mortals can become, Können wir das auch machen? we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Okay, wie gesagt, diese Gespräche gehören ja zu Baldur's Gate 3 dazu und die sind wirklich cool, muss ich sagen. Das ist alles wieder, also das ist wirklich alles sehr interessant hier. Wie genau habt ihr versucht, diese Grenzen zu überqueren? Fragen wir mal nach. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Das klingt interessant, erzählt mir alles. Ja, er soll uns auf jeden Fall alles erzählen. Das ist auf jeden Fall diese Gespräche hier und diese Geschichten mega gut gemacht hier in Baldur's Gate 3. Ich glaube wirklich eins der besten Rollenspiele und ein richtiges Rollenspiel, was es ja heutzutage leider nicht mehr so oft gibt. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mistra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Ja, er wollte sich immer mehr und mehr beweisen. Er hat nie genug bekommen und dann hat er sowas versucht, sowas Törichtes. Was war die Antwort auf diese Frage? The answer was to try. And the outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here, place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Ja, es ist hungrig, das wissen wir ja schon. Wir haben ihm einige Gegenstände geben müssen. Okay,
die Hand wegziehen. Wie kommt es, dass ihr noch lebt bei den Göttern? Warum zeigt ihr mir das? Die ganze Zeit über war ich mit einem Monster aufreißen. Na, die zwei letzten Optionen finde ich persönlich mega blöd. Die Hand wegziehen. Müssen wir erstmal auch nicht direkt. Wie kommt es, dass er noch lebt? Ja. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Nur zu, ihr werdet sterben. Ich glaube, ich will das lieber nicht hören. Sollte sie nur zu? I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Fortunately, this need no longer be a concern. Not until I meet the heart of the Absolute, whatever that is. Ja, okay, sehr interessant. Was ich hier sagen muss, es ist wirklich so, dass irgendwie jeder Charakter eine interessante Hintergrundgeschichte hat. Und das gefällt mir so. Wir haben jetzt deutlich mehr über Gale erfahren und wissen jetzt endlich, was, zumindest, ja, wissen eigentlich, was das Ganze hier mit Gale auf sich hatte, beziehungsweise warum wir ihm diese Gegenstände geben mussten. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt und ziehen dann weiter. Ja, wir möchten unseren Tag beenden. Was? Konzentration verloren? Okay. Hier bitte automatisch auswählen und lange Rast. Dann sind wir ausgeschlafen und können, denke ich, das Lager wieder verlassen. Und dann hoffe ich jetzt wirklich, dass wir über diesen Gebirgspass kommen. Genau, hier haben wir ja diesen roten Magier getroffen. Das heißt, wir müssen hier entlang. Was steht hier? Verrottetes Warnschild. Do not walk in darkness. Turn to the light. Okay. Steht hier das gleiche drauf? Beware of the shadows. Do not enter. Ja, hier steht eigentlich dran, dass wir nicht hier entlang gehen sollen, aber wir müssen hier entlang. Wobei ich das Gefühl habe, dass wir ein bisschen unterlevelt sind. Und was haben wir jetzt hier zu den schattenverfluchten Landen? Okay. Dein Abenteuer geht weiter. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast, ehe du den nächsten Schritt wagst. Wir haben uns vergewissert. Und jetzt sind wir wieder im Lager, so wie es aussieht, oder? Warum sind wir jetzt im Lager? Wir wollten doch gerade weiterreisen. Haben die Leute jetzt eigentlich was Neues zu sagen? I can't believe Mistress demanding Gale sacrifice himself to destroy the Absolute. It's just a waste of a perfectly good cult that we could be controlling. And a waste of a perfectly good Gale, I suppose. Okay, das ist Astarions Meinung dazu. What's on your mind? Momentan gar nichts. Da hinten ist Lazarus. Okay, alles klar. Volo hat wahrscheinlich auch nichts Neues zu melden. Dann schauen wir noch kurz bei Schattenherz und Lysel vorbei. Maybe it'll bring us closer. I can't believe Mistra actually expects Gale to just sacrifice himself like that. Seems like a waste of a fine mind. Ja. Ich bin gerade nur etwas verwirrt, weil wir hier im Lager gelandet sind. Elminster. Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mistra demands Gale's faith, but holds no faith in him.
Why else would she demand Gale sacrifice himself, and perhaps so many others? Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps? Demanding Vlaakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mistress concerned only for herself. Bah. Perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Ja, gut. Gehen wir mal weiter. Ich weiß, wie gesagt, nicht, warum wir hier im Lager gelandet sind. Und was Lae'zel gesagt hat, stimmt ja eigentlich nicht so. Ich finde diese Vlaakith, also diese Göttin oder diese Lichtgottheit der Githyanki, scheint auch eher so, naja, wieso kann ich mein Lager nicht verlassen? Oh je. Haben wir den nicht besiegt? Supreme Kithrak, has Vlaakith sent you to slay me with your own blade? Ach, das ist ein anderer, okay. I've not come to kill you, Lae'zel. I've come to aid you. Don't trust him. Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Meine Klinge ruht. Mutter Gith gebietet euch zuzuhören. Was ist denn jetzt bitte los? Die tauchen hier in ihrem Ninja-Outfit auf und möchten plötzlich nicht mehr gegen uns kämpfen. Wobei die Traumbesucherin ja sagt, wir sollen vorsichtig sein. Schön, wir hören euch an, bevor wir euch ausweiten. Lae'zel zunicken. Sie soll die Führung übernehmen, dann sprecht. Er soll einfach mal sprechen. I know you carry the astral prism, Lae'zel. Within it lies the seed of Vlaakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlaakith's demise? Skaketh! I should run you through for suggesting it. Ja, jetzt wird es auch wieder interessant. Sprecht ihr von der Person im Inneren? Wisst ihr, wer das ist? Was wollt ihr von uns? Ihr seid entweder ein Narr oder ein Held, dass ihr gegen eure eigene Königin arbeitet. Ich gebe euch das Astralprisma nicht, falls ihr darauf hinaus wollt. Ja, erstmal die erste Frage. Wisst ihr, wer das ist? If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally. Protects you with their power. That very power will be the end of Vlaakith's tyranny. The prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lae'zel, together we will break our chains and be Vlaakith's slaves no longer. I am no slave, just still Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Lies, Lae'zel, every last one. There is no purification, no ascension. The Zaith Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Wobei ich das auch nachgelesen habe und gegoogelt habe, also dass diese Vlaakith, diese Licht quasi wirklich die Kraft dieser gestorbenen Githyanki aufnehmen kann und irgendwie versuchen will, auch zu einer Gottheit aufzusteigen. Deswegen, die ist auch nicht so sauber. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieses Astralprisma, also in diesem Astralprisma lebt quasi, naja, diese Traumbesucherin, oder?
Und dieser eine Githyanki, der uns hier in diesem Ninja-Outfit besuchen gekommen ist, hat gemeint, er möchte ihn befreien. Ist okay. Okay. Jetzt, was können wir hier antworten? Er spricht die Wahrheit über diesen Stuhl, bei dem wir waren. Ihr müsst ihm vertrauen. Was wollt ihr tun, Lae'zel? Ich stehe euch bei. Vlaakith hat euch irregeführt. Ich glaube ihm und ihr solltet es auch. Tötet ihn, so könnt ihr Vlaakiths Vergebung verdienen. Nachdem wir Vlaakith quasi in Bein gestellt haben, nachdem wir die Traumbesucherin am Leben gelassen haben, wäre es ja jetzt dumm irgendwie zu sagen, ja, tötet den Typen, der auch gegen Vlaakith arbeitet. Ja, er spricht auf jeden Fall die Wahrheit über diesen Stuhl da, glaube ich. Ihr müsst, nur weil er die Wahrheit über diesen Stuhl sagt, müssen wir ihm ja nicht vertrauen. Das andere, das könnte trotzdem nicht so hundertprozentig. Ja, wobei, ich glaube ihm, was wollt ihr tun, Lae'zel? Ich stehe euch bei. Mich würde schon interessieren, wie sich Lae'zel entscheidet, wenn wir die Nummer 2 wählen. Wobei die Traumbesucherin gerade gesagt hat, glaubt ihm nicht. Überlassen wir die Entscheidung, Lae'zel. Alle sind einverstanden, sehr gut. I served Vlaakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles. Yet she names me a Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Lae'zel, I see Talak Magir in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle, or slip away. I should go. Vlaakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lae'zel. Ja, ich hätte auch gerne so eine Rüstung wie die. Wir laufen auch immer in diesen Lumpen herum. Erhaltener Gegenstand, dieser psionische Melder, der uns jetzt warnen kann. Sehr cool. Und ich würde sagen, das reicht für heute. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und ciao.